Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Heute gibt es die Analyse zum Spiel gegen RB. Bevor wir beginnen, möchte ich einmal noch mal ganz kurz mich äußern zu den verstorbenen Fan. Das ist unglaublich traurig. Es tut absolut weh. Vor allem, weil das beim FCM, keine Ahnung, mittlerweile eine gefühlte Routine ist. Wie auch schon gegen Düsseldorf. Es wird immer schlimmer, es sind immer mehr medizinische Fälle im Stadion, die einem selber und die Familie betreffen. Und das wird immer schlimmer leider. Ich hoffe, dass das da bald langsam zu Ende geht und dass wir alle wieder ins Stadion gehen können, ohne dass irgendjemand im Endeffekt mit einem Mann weniger oder einer Frau weniger nach Hause gehen muss. Erstmal das. Zweitens möchte ich auch ganz kurz klarstellen, dass ich selber in der Kurve stand und überhaupt nichts mitbekommen habe. Die Durchsagen waren allgemein von Anfang an sehr leise. Und scheinbar gab es eine Durchsage, die ich auf jeden Fall nicht gehört habe, weil wie gesagt der Block sehr laut war und auch wie Philipp Hinze berichtet, haben die FCM-Spieler und die Verantwortlichen erst in der 90. beziehungsweise nach dem Abpfiff erfahren, dass der Fan verstorben ist und dass es ein FCM-Fan war. Deswegen hat auch scheinbar Leipzig den Support eingestellt, auch wenn sie zwischendurch gesungen haben. Deswegen, und das war von Anfang an da nicht so die Stimmung drin. Und wäre auch typisch für RB gewesen, deswegen hätte es jetzt keiner erwartet, dass da irgendwie was Besonderes war. Und so hat es sich auch nicht angefühlt, meiner Meinung nach. Aber das ist natürlich unglaublich krank, dass das vielleicht nicht auch mal auf dem Bildschirm kam, weil sowas in Düsseldorf auch. Ich verstehe da das Problem nicht, wenn man zehnmal für Pyro irgendwas anschreiben kann, aber nicht für einen verstorbenen Fan. Das ist halt einfach so. Sehr, sehr traurig. Aber ja, so ist das leider manchmal und jetzt werden wir ein bisschen durch den Kakao gezogen. Aber damit kommen wir jetzt zum Spielerischen. Da habe ich nämlich nicht so viel gegen zu werfen. Ich glaube, in den Spieldaten sieht man schon ganz gut, dass wir mitgespielt haben, dass wir gut mitgespielt haben, dass wir nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft waren, sondern sogar auf einem Niveau mit Leipzig und das ist respektabel, sehr respektabel sogar, dass wir gegen den Dosenklub da mithalten konnten, die einfach durch unfaire Mitteln so weit umstehen, vor allem durch finanzielle Wirtschaftlichkeit, die schreiben jedes Jahr rote Zahlen, das wird aber einfach von Red Bull gleichgestellt, deswegen juckt das da überhaupt nicht, geben mit als Bundesliga-Club eigentlich am meisten aus. Und das hat dann schon alles zu sagen, nachdem man letzte Saison überhaupt nichts geschissen bekommen hat. Spielerisch, wie gesagt, bin ich sehr zufrieden. Die erste Halbzeit war sehr, sehr stark. Man geht mit 1 in Führung und das auch verdient. Wir haben alles reingeworfen. Ich glaube, einige Spieler hatten so dieses Spiel, was du nur einmal im Leben hast. Artig hat unglaublich gut gekickt. Ich fand auch Gnaka überragend. Und ich habe schon seit einer Woche gesagt, wenn Gnaka spielt, der wird da recht einen aufspielen und auch sein Tor machen. Und das hat er genauso gemacht, wie ich erwartet habe. Ja, ein unglaublicher Kicker, Gnaka. Und in der Form kann er uns halt auch unglaublich weiterhelfen. Dann natürlich, man merkt schon, dass die Jungs nervös waren. Ein großer Verlust war dann auch Matthiesen, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Man hat natürlich gemerkt, dass die Jungs nervös waren. Das ist ja auch normal bei so einem Spiel. Hast du vor allem in den, so als das erste Gegentor fiel, gemerkt. Du musst natürlich dann die Bälle besser klären. Du musst es einfach nicht so abgezockt spielen, wie du es eigentlich spielen willst. Ein Michel, der macht da halt dann den Fehler und dann steht es halt 2-1. Aber das ist auch ganz normal, also da mache ich den Jungs keinen Vorwurf. Aber da musst du halt, wie gesagt, den Ball einfach mal weghauen. Hau ihn doch einfach, keine Ahnung, 50 Meter über die Tribüne. Und dann ist alles erstmal gut, du kannst dich wieder nochmal aufstellen. Wie gesagt, Michel ist mir so am negativsten aufgefallen, aber wie gesagt, das soll hier gar keine Einzelkritik werden, weil ich einfach sehr, sehr stolz bin auf diese Leistung. Mit Matthiesen fehlt dann natürlich ein wichtiger Mann, der auch sehr wahrscheinlich gegen die Hertha ausfallen wird. Das ist sehr, sehr hart.
Ja, Müller, da hast du es halt gemerkt, die Qualität hat er, dass er verteidigen kann in seinen Positionen, aber er ist halt zu langsam. Richtige Umstellung, dass Nolle nach hinten geht und Musunda, nicht Herrscher, weil die beiden die Schnelligkeit mitgebracht haben. Nolle hat einen unglaublichen Impact in diesem Spiel gehabt, was wirklich einzigartig ist. Ulrich mit seinen Aktionen, wie gesagt, dass er sich da das traut, das 1 gegen 1 immer wieder zu suchen und immer wieder zu gewinnen, ist verrückt. Pesch macht seine erste mit, ich glaube, das zweite Startelf-Spiel und macht das auch schon sehr, sehr gut. Zukowski, natürlich kannst du einen Stürmer in so einem Spiel nicht immer in Szene setzen, aber der hat sich halt auch reingekämpft und so weiter. Ich glaube, bei keinem hat dieser Wille gefehlt. Im Endeffekt, wir haben 90 Minuten lang alles gegeben. Natürlich hast du dann in der zweiten Halbzeit einmal eine kleine Phase drin gehabt von 20, 25 Minuten, wo Leipzig viel besser war. Also, dass du solche Phasen nicht verhindern kannst, das muss dir bewusst sein, dass nicht jeder Pass ankommt gegen Leipzig. Das muss dir bewusst sein, dass die Jungs lieber einen Ball nach hinten spielen gegen Leipzig, als immer wieder diese Schnittstelle zu suchen und eventuell den Fehler zu bauen. Das muss dir gegen Leipzig bewusst sein. Deswegen mache ich hier gar keinem Spieler einen Vorwurf, weil das wirklich ein richtig, richtig gutes Fußballspiel war. Und da stütze ich dann auch gerne wieder meine These drauf. Dieser FCM, wie er aufgetreten ist, wie wir spielerisch aufgetreten sind, ist definitiv kein Club, der in der zweiten Liga im Abstiegskampf stehen sollte, weder auf Platz 18, weder auf Platz 17, weder auf Platz 16, sondern eigentlich im Mittelfeld zu Hause sein sollte. Top 8, wie gesagt, ist die spielerische Qualität zu 100%. Das hast du gesehen, es kam natürlich viel über Kampf in dieser Mannschaft, aber auch viel über diese spielerische Eigenschaft, die wirklich unglaublich war. Und wenn wir so weitermachen, bin ich mir sehr sicher, sind wir da bald wieder raus aus diesem Keller. Als nächstes geht gegen die Hertha, da wird es noch viel, viel schwieriger, weil die auch absolut top sind aktuell. Das ist wirklich die beste Mannschaft dieser Liga, das ist ganz klar. Aber wenn du gegen Leipzig fußballerisch mithalten kannst, noch ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit bekommst vorm Tor, dann kann das was werden. Und bin ich mir sehr sicher, sind wir in 10 Spieltagen spätestens raus aus diesem Müllkeller da unten. Weil da gehören wir definitiv nicht hin. Das ist ganz klar, wenn du dir die anderen Mannschaften da unten anguckst, die einfach einen Grottenkick spielen. Aber wie gesagt, dafür musst du deine Chancen nutzen. An alle Kunden, die, keine Ahnung, uns irgendwas vorwerfen oder eine andere Scheiße labern mit ihrem, keine Ahnung, wie viel Geld die da monatlich von RB in den Arsch gepumpt kriegen, können mir alle mal die Eier lecken. So hart wie es klingt. Wie gesagt, RB hat nichts im Fußball zu suchen, das wurde mir gestern nochmal viel klarer. Ähm, Da ist überhaupt gar keine Liebe zum Verein, null, gar nichts. Niemand fiebert damit. Also wirklich, jeder, der mir das verkauft, dass da 50 Hanseln im Block sitzen, überhaupt nichts machen. Das Einklatschen vom Stadion war das Peinlichste, was ich jemals erlebt habe. Ähm, Auch wie viele vom Abpfiff gegangen sind, da war das über die Hälfte des Stadions leer. Obwohl sie 3-1 ins Viertelfinale eingezogen sind. Also wirklich, ich habe so etwas Peinliches noch nie erlebt, wie in Leipzig. Bin sehr froh, dass ich da nicht wieder hin muss. Hoffentlich erstmal eine lange Zeit. Beziehungsweise hoffe ich, dass die einfach in die Bedeutungslosigkeit irgendwann absteigen, weil da gehören sie hin. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wie gesagt, Leipzig-Fans, davon will ich mich ganz weit distanzieren. Es gibt bestimmt auch ein paar wirkliche Fans, die dahinter stecken, aber davon gibt es halt wahrscheinlich auch nur 1,5 Stück. Und deswegen, ciao Leute.